Ja, natürlich schaut man natürlich auch im politischen Berlin gespannt in die Vereinigten Staaten und auch mit gewisser Sorge. Denn CDU-Chef Friedrich Merz, der erwartet, dass die Schüsse auf Donald Trump den Präsidentschaftswahlkampf in den USA noch mal erheblich zugunsten des republikanischen Herausforderers beeinflussen werden. Dieser Wahlkampf wird mehr als jeder andere vorher mit Bildern entschieden. Das sagte Merz im ARD-Sommerinterview. Nun gebe es Bilder eines gebrechlichen Präsidenten Joe Biden. Trump dagegen stehe mit erhobener Faust und Blut am Kopfe da, die amerikanische Flagge über ihm. Das sind so Heldengeschichten, die in Amerika gerne erzählt werden, fügte der Vorsitzende der Christdemokraten hinzu. Zugleich warnte der Unionsfraktionschef im Bundestag, dass man eine ähnlich hasserfüllte Polarisierung wie in den USA hier in Deutschland vermeiden müsse. Ich beobachte Amerika seit vielen Jahrzehnten und ich muss sagen, dieses Land hat sich so stark verändert, auch durch die harte politische, persönliche Konfrontation. Und das sollten wir lassen. In der Sache hart streiten ist in Ordnung, das gehört zur Demokratie dazu, das ist die Voraussetzung für die Demokratie, aber immer auch mit Respekt, auch persönlichem Respekt vor den politischen Gegnern. Damit zu Leonie von Rannow hier nach Berlin. Einen schönen guten Morgen, Leonie. Also bei Friedrich Merz war da durchaus auch die Sorge und der Blick hier nach Deutschland zu spüren. Ist das denn in deiner Wahrnehmung, auch wenn die Reaktion, die es ja von vielen Personen gibt, wenn du das zusammennimmst, die Sorge also auch, dass uns in Deutschland möglicherweise Ähnliches drohen könnte? Schönen guten Morgen. Ja, zunächst mal ist es sicherlich noch mal wichtig zu sagen, dass es über die Parteien hinweg für großes Entsetzen gesorgt hat, dass eben ein Mordanschlag verübt werden sollte auf den Ex- und vielleicht bald wieder Präsidenten eines der wichtigsten Partnerländer Deutschlands, nämlich die USA. Und natürlich hat das, wie du ja gerade schon angesprochen hast, auch noch mal dafür gesorgt, dass man sich hier Sorgen macht, dass etwas Ähnliches auch hierzulande geschehen könnte. Denn man muss sagen, es gibt ja durchaus so eine gewisse Parallelentwicklung in den USA und in Deutschland. 2016 kam Donald Trump an die Macht. Ungefähr zeitgleich ist auch in Deutschland nach und nach die AfD erstarkt. In anderen Ländern Europas sind populistische Kräfte stärker geworden. Und auch das hat eben dazu beigetragen, dass die Gesellschaft mehr und mehr gespalten worden ist. Auch Corona hat das ja noch mal massiv verstärkt. Und es haben sich Gruppen herausgebildet, in Deutschland beispielsweise ja die Reichsbürger, die eben durchaus Gewalt als legitimes Mittel betrachten, um ihre Positionen durchzusetzen. Insofern, das sorgt sehr für Beunruhigung, auch wenn man sich natürlich noch einmal bewusst machen muss, dass die USA sehr laxe Waffengesetze haben und die Situation deshalb dort vielleicht noch mal eine andere ist als hier. Leonie, aber die entscheidende Frage ist doch, wir haben es doch gesehen in den vergangenen Monaten, besonders in diesem Jahr, die Zahl der Angriffe und Beschimpfungen auf Politiker hat sich deutlich erhöht. Also welche Auswirkungen sind denn da jetzt auch für die 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland jetzt zu erwarten? Denn viele schauen ja eben auch über den großen Teich in die Vereinigten Staaten und nehmen das tatsächlich, so schlimm es klingt, als Vorbild. Also denken wir zurück an die letzten Wochen des Europawahlkampfs. Dann muss man ja sagen, dass man phasenweise fast wöchentlich von neuen Übergriffen und teilweise sogar Gewalttaten auf kommunale Politiker gehört hat. Wir erinnern uns da zum Beispiel an Matthias Ecke, den SPD-Spitzenkandidaten bei der Europawahl aus Sachsen, der in Dresden beim Plakatieren ja krankenhausreif geschlagen wurde, operiert werden musste. Aber auch zum Beispiel an unsere Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Auch sie ist ja tätlich angegriffen worden, genauso aber auch verschiedene kommunale Politiker von den Grünen, von der AfD beispielsweise. Und all das macht natürlich Sorgen in den Wochen, die jetzt kommen, denn im September wird ja erst in Thüringen und Sachsen und dann auch noch mal in Brandenburg gewählt. Was man so ein bisschen beobachten kann in den vergangenen Tagen und auch schon Wochen ist, dass die großen Parteien, also CDU, CSU und die 3 Ampelparteien sich bemühen, weniger Öl ins Feuer zu gießen, dass der Diskurs da wirklich etwas sachlicher geworden ist im Vergleich zu vor vielleicht noch einigen Monaten. Also dass man sich da wirklich eben bemüht, diese gesellschaftliche Spaltung nicht weiter anzuheizen. Bemühungen und Hoffen also hier in Deutschland. Leonie, Dankeschön.